Und jetzt das Heute-Journal. Dieser Wunsch Wolfgang Schäubles, einen Franzosen im Bundestag sprechen zu lassen, sagt viel über sein Vertrauen in unsere beiden Länder. Es sagt aber auch viel über unsere Geschichte und über unsere Zukunft. Ein Moment, der bleiben wird. Auf Deutsch im Deutschen Bundestag beschwört der französische Staatspräsident Emmanuel Macron die Freundschaft beider Länder. Und er erfüllt seinem Freund Wolfgang Schäuble damit einen letzten Wunsch. Guten Abend. Der Staatsakt heute für Schäuble, den an Weihnachten verstorbenen Ausnahmepolitiker, war in gleich mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Auch, weil er im Gedenken an eine Lebensleistung nach vorne blicken ließ. Frank Buchwald. Keiner gehörte länger dem Bundestag an, kaum einer trug seinen Namen so in die Geschichte Deutschlands und Europas ein. Wolfgang Schäuble. Ein vollendeter Staatsdiener, so würdigt ihn die Bundestagspräsidentin. Natürlich, er behielt gerne Recht. Und oft genug gab ihm die Geschichte Recht. Und wenn einmal nicht, dann hat er dazu gestanden. Der Kompromiss als politische Kunst, so erwarb Schäuble den Respekt seiner Gegner und seiner Freunde in Koalitionen, im Kabinett und in der Krise, loyal an der Seite seiner Kanzlerin. Er war streng, nicht nur gegen sich selbst, sondern auch gegen andere. Aber das hilft ja dann manchmal auch, die Zukunft besser zu gestalten. Merkel würdigt ihren Weggefährten im ZDF-Interview. CDU-Chef Merz zitiert aus Schäubles Antrittsrede als Bundestagspräsident. Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, sozialer Zusammenhalt, ökologische Nachhaltigkeit. Ohne Parlamentarismus geht all das nicht. Bewegende Worte dann von Frankreichs Präsident Macron in deutscher Sprache. Deutschland hat einen Staatsmann verloren. Europa hat eine Säule verloren. Frankreich hat einen Freund verloren. Deutschland nimmt Abschied von einem Ausnahmestaatsmann. Schäuble wird fehlen, nicht nur in Berlin. Wenn Klaus Wieselski zum Streik ruft, dann gibt es praktisch niemanden in Deutschland, den oder die das nicht trifft. Bahnkunden warten vergeblich auf ihren Zug, Autofahrer stehen im Stau, Unterricht fällt aus, die Wirtschaft leidet und. Jetzt ruft der bekannteste Gewerkschafter in Deutschland zu einem Streik, der selbst für Lokführerverhältnisse speziell ist. 136 Stunden, der längste Streik überhaupt bei der Deutschen Bahn. Im Personenverkehr ab Mittwoch 2 Uhr früh. Die Bahn sagt, das sei absolut unverantwortlich. Die Gewerkschaft fühlt sich vom Bahnvorstand veralbert. Stefanie Hein und Nils Schneider mit mehr dazu. Fahrende Züge. Ab Mittwoch wird das ein seltener Anblick sein. Wer reisen will oder muss, sollte sich lieber Alternativen überlegen. Reaktionen aus Berlin. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, für Lohnerhöhung zu kämpfen, und da habe ich Verständnis für. Ja, die sollten auch ein bisschen kompromissbereiter sein und vor allen Dingen auch mal schauen, dass andere Bevölkerungsschichten ja auch nicht alles durchsetzen können, was sie gerne hätten. Die GdL fordert eine 35-Stunden-Woche für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn bietet 37 Stunden an, allerdings unter dem Vorbehalt, dass sie genügend Personal findet. Die GdL fühlt sich so nicht ernst genommen. Der Personalvorstand der Bahn, Seiler, würde tricksen und täuschen. Verhandeln wird die GdL, wenn klar ist, dass Herr Seiler keine Vorbedingungen stellt und nicht die Fahrgäste und auch seine eigenen Kolleginnen und Kollegen veralbert. Wenn klar ist, dass dieser Bahnvorstand mit uns in Verhandlungen eintritt über alle Elemente, die wir gefordert haben. Der Chef der Deutschen Bahn fordert Kompromissbereitschaft. Statt endlich zu verhandeln, stürzt sich die GdL in den nächsten langen Streik, unter dem das ganze Land leidet. Ökonomen schätzen den gesamtwirtschaftlichen Schaden eines Streiktages auf bis zu 100 Millionen Euro. Der Bundesverkehrsminister mahnt. Wenn Güterverkehre nicht fahren können, nicht pünktlich gefahren werden, all das schwächt unsere Gesellschaft. Und deswegen tragen diejenigen, die leichtfertig immer wieder zu Streik aufrufen, auch eine große Verantwortung. Anders als beim letzten Mal will die Bahn diese Woche nicht versuchen, den Streik vor Gericht zu verhindern.
Ja, und Fragen an Gewerkschaftschef Weselski nachher hier bei uns im Heute-Journal-Update. Israel hat eine Menge Feinde, gerade in der eigenen Region. Israel hat aber auch enge Freunde und Partner. Und ausgerechnet die hat Israels Regierungschef jetzt enorm vor den Kopf gestoßen mit seiner Ansage, ein Palästinenserstaat komme für ihn nicht in Frage. Die brüske Absage an eine Zwei-Staaten-Lösung, die Politgäste in Israel bei unzähligen Staatsbesuchen, in Pressekonferenzen und diplomatischen Runden immer wieder händeschüttelnd bekundet hatten. Speziell Israels Partner in den USA und in Deutschland stehen jetzt ziemlich bedröppelt da. Die Europäische Union macht ihrem Ärger darüber heute Luft und versucht sich gleichzeitig vorsichtig an einer Lösung. Zumindest waren die Chefdiplomaten aus Israel und von den Palästinensern heute in Brüssel. Gleichzeitig, wenn auch nicht gemeinsam. Gunnar Krüger. Israels Außenminister hält der EU vor Augen, warum sein Land den Kampf in Gaza weiterführen müsse. Es ist von großer Dringlichkeit. Es ist sehr wichtig, sie schnell zurückzuholen. Zugleich muss Israel um die EU kämpfen, um ihre Unterstützung. Denn darum müht sich gleich darauf, vom Protokoll getrennt, noch ein Außenminister im Namen der Palästinenser. Ich erwarte, dass Sie zu einem Waffenstillstand aufrufen und sich dafür einsetzen. Ich erwarte, dass Sie Netanyahu für seine Ablehnung der Zwei-Staaten-Lösung verurteilen. Samstag hatte Israels Regierungschef gesagt, mit der Kontrolle über das Palästinensergebiet sei dessen Souveränität unvereinbar. Darum lautet der Vorwurf heute Vertragsbruch. Wenn die Israelis glauben, dass es die Zwei-Staaten-Lösung keine Lösung ist, dann sind sie ziemlich isoliert. Das sind kurzsichtige Äußerungen. Ich sehe keinen anderen Weg. Es ist the only game in town. Normalisierung und Zwei-Staaten-Lösung. So kommt Kritik selbst von denen, die damit sonst sparen. Ein Staat der Palästinenser gilt als Schlüssel zum Frieden. All diejenigen, die davon nichts wissen wollen, haben bisher keine andere Alternative auf den Weg gebracht. Ergebnis heute? Die EU plant eine Friedenskonferenz und beschließt eine Militärmission im Roten Meer. Der Schutz vor den Houthis sei, so der Außenbeauftragte, auch ein Beitrag zu mehr Sicherheit in der Region. So, den Blick auf das, was heute auch noch wichtig war, den hast du jetzt, Heinz. Der neue polnische Ministerpräsident Tusk will mehr westliche Hilfe für die Ukraine mobilisieren. Tusk nannte das ein Hauptziel seiner Reise heute nach Kiew. Nach seinem Treffen mit Präsident Selenskyj versicherte Tusk, Polen werde weiterhin alles in seiner Macht Stehende tun, um die Chancen der Ukraine auf einen Sieg in diesem Krieg zu erhöhen. Wie Tusk unterstrich Selenskyj, dass Polen damit auch seine eigene Freiheit wahre. Der Preis für das Deutschland-Ticket, auch 49-Euro-Ticket genannt, soll in diesem Jahr stabil bleiben. Darauf hat sich die Verkehrsministerkonferenz der Länder geeinigt. Das Deutschland-Ticket gibt es seit Mai vergangenen Jahres und damit kann der Regional- und Nahverkehr bundesweit für monatlich 49 Euro genutzt werden. Kamerun hat die weltweit erste Impfkampagne gegen Malaria gestartet. Vorgesehen ist eine Vierfachimpfung von Babys und Kleinkindern. An Malaria sterben jährlich mehr als 500.000 Menschen, vor allem Kinder unter 5 Jahren. Die Weltgesundheitsorganisation spricht angesichts der gestarteten Impfkampagne in Afrika von einem historischen Schritt. Eine Meldung vom Sport. Bei den Australian Open in Melbourne hat Tennisprofi Alexander Zverev sein Achtelfinalspiel gewonnen gegen den Briten Cameron Norrie in 5 Sätzen. Und im Viertelfinale trifft Zverev auf den Weltranglistenzweiten Carlos Alcaraz aus Spanien. Jetzt noch die Wetteraussichten. Morgen wechselnd oder stark bewölkt und zunächst nur einzelne Schauer. Nachmittags ganz im Westen aufkommender Regen. Bei starkem Westwind 4 bis 9 Grad. Am Mittwoch milde 8 bis 14 Grad und dazu sehr nass und windig mit schweren Sturmböen. Am Donnerstag und Freitag weiterhin wechselhaft und windig bei 5 bis 12 Grad. So, jetzt gleich viel mehr Sport. Wir zwei sagen Danke für Ihr Interesse an einem kurzen Heute-Journal. Morgen mehr. Und weisen noch auf unser Heute-Journal-Update um 23:50 Uhr mit Nazan Gökdemir hin. Ihnen einen angenehmen Abend und viel Spaß beim Handball. Wiedersehen.